Heute Abend Сегодня вечером will ich noch ein bisschen über diese Themen physische oder körperliche Heilung lehren. Wir haben jetzt Zeugnisse gehört. больше учить про физическое исцеление. Und ich will euch ein paar einfache Prinzipien mitgeben zu diesen Themen. Я бы хотел дать вам некоторые принципы к этой теме. Physische Heilung. Физическое исцеление. Es ist ein Befehl. Это один приказ. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, Иисус сказал своим последователям: heilt Kranke, исцеляйте больных, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, воскрешайте мертвых. treibt Dämonen aus. Говорил им это, Umsonst habt ihr empfangen, и когда они это поняли, umsonst gibt и es. Gratis. это начало издаваться. Genau. Gratis, freely you've received, freely heal. То есть свободно получили, свободно исцелили. Also es gibt, manchmal man hört Leute sagen, ja, du bist ein Heiler. Ja, ich kenne auch einen Heiler. Некоторые люди говорят, ты исцеляешь, я тоже знаю одного человека, который исцеляет. In Peshawar in Pakistan gab es ein paar Leute, ja, die treiben Dämonen auch aus. Некоторые люди в Пакистане говорили так. Aber die Moslems und die New Agers, die Esoteriker machen das nie gratis. Но те, которые делают это эзотерически, не делают это бесплатно. Wenn jemand von Jesus die Macht und Kraft zu heilen, die Gabe zu heilen empfangen hat, dann wird er das unentgeltlich machen. Когда кто-то получил от Иисуса власть исцелять других людей, тогда Он дает это бесплатно. Natürlich dürfen wir Gaben empfangen. Конечно, можно получать дары. Und wir sind dankbar, dass Max seinen Korb dorthin gestellt hat. И мы благодарны, что у Макса есть коробка. Und ihr dürft dort reingeben. И он может что-то Aber добавить. wir sagen nie, okay, Rückenschmerz Stufe 5, oh, das kostet 500 Stutz. Но мы не говорим никогда цену за исцеление. Das machen Ärzte Это делают врачи und Zahnärzte. и Okay. стоматологи. Aber Jesus hat seinen Jüngern gesagt, so geht's nicht. Но Иисус сказал, что так нельзя делать. Okay, Jesus hat seine Jünger berufen Иисус сказал своим последователям, und gleich bei der Berufung gab er ihnen Vollmacht и когда Он сказал им это делать, Он дал им полную власть über unreine Geister, перед нечистым духом sie auszutreiben исцелять, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. исцелять каждую болезнь и каждую неисправность. Das ist Matthäus 10, Vers 1. Это можно прочитать в Евангелии от Матфея. Es kommt auch in Markus. Может даже в Маркусе. Und es ist interessant, gleich bei der Berufung kommt die Autorität, unreine Geister auszutreiben. И как только приходит призвание, приходит и авторитет, и сила. Und leider wird in 98% der Kirchen nicht über dieses Thema gesprochen. И, к сожалению, 98% в церкви не говорят об этом. Danny Egli hat mir einmal gesagt, einer von der Leiter hier, Даниэль Эгли сказал об этом. hat gesagt, es ist jetzt, wir sind so weit, dass in der Schweiz die Kirchen kannst du zusammenbringen, um das Thema Heilung. Мы настолько далеко зашли, что можно сказать об этом всем церквям. Aber sobald dass du das Thema Befreiung erwähnst, wirst du die Kirchen nicht mehr zusammenbringen können. Но как только ты это сделаешь, ты не сможешь больше собирать в церкви. Aber das war der erste Auftrag von den Jüngern Jesus. Но это было первым заданием от Иисуса. Die erste Vollmacht und Autorität, die sie bekommen hatten. Первым делом делиться авторитетом, который они получили. Also es war ein Befehl, geht hin in alle Welt Был закон идти во все места und eine Verheißung, и исцелять, diese Zeichen werden folgen diejenigen, die glauben. чтобы этим знаком следовали те, которые верят. In meinem Namen werden sie die Hand auflegen und Leute werden geheilt. Во мое имя будете ложить руки на людей, и они будут Sie исцелены. werden Dämonen austreiben И вы будете изгонять демонов, und Schlangen aufheben und so weiter. и убирать змей и так далее. Also es war ein Befehl Jesu. То есть это был приказ от Es ist Иисуса. eine Verheißung Это было то, что Он приказал. und es ist eine Realität. И это реальность. Ihr habt ein paar Videos von uns jetzt gesehen. Вы увидели несколько видео от нас. Und wenn du in Google eingibst, Jesus hat mich geheilt, in Anführungszeichen,
Zeichen. И если ты скажешь, забьешь в Google «Иисус меня исцелил», Beim letzten Mal reingehen war es 7080 Videos von Leuten, die bezeugen, dass Jesus ihnen geheilt hat. можно найти больше 7000 людей, которых исцелили. Und ich gebe keinen Preis, aber wer kann mir sagen, wie viele Videos gibt es, wo, wenn du eingibst, Mohammed hat mich geheilt? Я не знаю, сколько было видео, где сказано «Мухаммед меня исцелил», Und wie viel gibt es, wenn du eingibst, Buddha hat mich geheilt? или же «Будда меня исцелил». Any numbers? Mal raten? Null? Genau. Zero. Genau. Erst beim Yoga hat mich geheilt, kommst du auf circa 7. Может быть, Oder- когда ты забьешь «Йога меня исцелила», будет что-то. Und vielleicht ist es mehr beim Yoga. Aber bei all diesen Göttern findest du keine Zeugnis von Heilung. Но у всех этих господ нельзя найти. Und, was? What? I'm not understanding. Geist. Okay. Also, und die wenigsten Leute, die geheilt sind, machen ein Selfie-Video und posten das. И некоторые люди, только некоторые Also делали die видео. eigentliche Zahl muss viel höher sein. То есть на самом деле число может быть намного больше. Auf Englisch ist es sicher 25.000, glaube ich. Если забить на английском, то будет около Ja, 25 тысяч. 25.000. Okay, also es ist eine Realität. И это есть реальность. Okay, was braucht es dann? И что же для этого нужно? Also Jesus hat seine Jünger gesendet, sagt, predigt das Evangelium und dann machen diese Sachen. Иисус сказал, проповедуйте Евангелие и делайте эти вещи. In seinem Dienst persönlich war zuerst die Rufe zur Umkehr. Для начала нужно было все это Das ist anders zu denken. заново начать по-другому мыслить. Also Heilungen passieren öfter im Zusammenhang mit der Deklaration oder Proklamation vom Reich Gottes. Исцеление часто случается во время прокламации Господа. Wenn wir Gottes Reich proklamieren, das ist die Herrschaft Christus, Если мы говорим, что Господь правитель, und erklären, wie er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde, и говорим, что Он умер за наши грехи на кресте, dann Gott bestätigt diese Botschaft тогда Господь подтверждает это und heilt und befreit. и исцеляет, и освобождает. Amen? Аминь. Amen? Okay, also, was braucht es? Es braucht die Proklamation des Reich Gottes. Что для этого нужно? Для этого нужно свидетельство Господа. Dann braucht es Glaube. Нужна также вера. Jesus hat oft und fast und immer wieder den Maß des Glaubens der Menschen kommentiert. Иисус очень много раз комментировал веру людей. Manchmal war er erstaunt, wie wenig Glauben die Leute hatten, Иногда он удивлялся, как мало веры в людей, und dann konnte er keine Wunder tun, и он не мог делать чудеса. in Nazareth zum Beispiel. К примеру, в Назарете. Oder manchmal hat er gesagt, wow, das ist viel Glauben. Но иногда он говорил, что как много здесь веры. Wegen deiner viel Glauben wirst du jetzt geheilt. Если ты будешь верить, то ты будешь исцелен. Wird deine Tochter geheilt. Будет твоя дочь исцелена. Dein Diener geheilt. Wegen dein viel Glauben. Будет твой слуга исцелен Es из ist- твоей веры. Es ist, als ob Jesus die Kraft des Glaubens mehr zuschreibt als seine eigene Identität oder Göttlichkeit. То есть Иисус нуждается в вере намного больше, чем в своей персоне. Und dann hat er aber, ich nehme Fragen am Ende, okay? Und dann hat er aber gesagt, aber es reicht, wenn du nur ein Senfkorn von Glauben hast. Достаточно лишь небольшой веры, Damit kannst du Berge versetzen. чтобы двигать горы. Interessanterweise, Интересно то, что obwohl alle Popstars und Life-Coaches sagen, ja, du kannst alle deine Ziele erreichen, wenn du ein bisschen Glaube hast, поп-звезды говорят, что ты можешь достичь своей цели, если будешь верить. das waren nicht die Berge, die Jesus meinte da. Это не были те горы, которые обещал Иисус. Jesus hat das gesagt im Zusammenhang mit Befreiungsdienst. Иисус сказал про свободную... Die Jünger sollten eine taubstumme Junge befreien. Sie konnten es nicht. Und Jesus sagt, hey, was ist mit dir los? Ihr braucht nur ein Senfkorn größtes Glauben, um diesen Berg zu versetzen.
Иисус говорит, что вам нужно лишь немного веры, чтобы сдвинуть эту гору. Okay, und jetzt kommt ein kleines Problem. И тут появляется проблема. Weil wenn jemand kommt und wir beten Когда мы молимся, und es passiert nichts, и ничего не случается, dann am einfachsten sage ich einfach, ja, du hast keinen Glauben. Ha, можно сказать, просто ты не веришь, und ich bin fein draus. и я свободен. Und wegen dieser Dynamik И из-за этой динамики hat man aufgehört, in die Kirchen über die wichtige Rolle des Glaubens zu reden. люди прекращают говорить про важность веры. Weil die, also ich wage es aus, die staatliche Kirche haben wenig Glauben, Некоторых из них нет sie веры, sind zu liberal они слишком свободны, und die Freikirchen wollen ihre Mitglieder nicht verlieren. и свободные церкви не хотят терять своих. Und darum reden wir nicht gerne über Befreiung und wir reden nicht gerne über das Maß des Glaubens. Не хотят терять своих последователей, не говорят об исцелении. Aber irgendwie ist es wichtig, Но на самом деле это важно, weil Jesus hat es immer kommentiert. потому что Иисус об этом говорил. Wie gehen wir damit um? И как же тут быть? Also, ich glaube, es gab eine Situation, wo die Menschen in Nazareth hatten fast kein Glauben und Jesus konnte keine Wunder tun. Er konnte trotzdem heilen. В Назарете не было у людей веры, но при этом он все равно мог исцелять. Er könnte ein paar Leute heilen. Он смог исцелить несколько людей. Also, es gibt irgendwie so einen Anteil Glauben, die ich haben kann. То есть есть часть веры, которая Und зависит das от меня, genügt für gewisse Situationen. и этого достаточно для некоторых ситуаций. Also wenn nichts passiert, sage ich eher, okay, ich hatte zu wenig Glauben, Когда ничего не случается, я могу сказать, als у jemand, меня der не было веры, sowieso leidet, zu sagen, ja, du bist schuld. и сказать, что ты виноват в том, что нет, Ich ничего не nehme получилось. das lieber auf mich. То есть виноват не я. Aber es ist trotzdem ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Но на самом деле это тема, которую мы сами можем решить. Und das ist auch so ein Ergebnis von dieser Hilfe Gottes, wo ich Faith Tech geschrieben habe. И именно об этом я писал несколько раз. Ein tieferes Verständnis von Glaube, Faith. Надо иметь очень глубокое понимание веры. Und wir lernen in der Schule, dass Glaube hat mit Bekenntnis zu tun. Мы в школе можем выучить, как вера имеет Die отношение. Wörterbuche sagen, dass Glaube ist das Festhalten an etwas, das nicht beweisbar ist. В словаре сказано, что верить — это верить в то, что может не случиться. Und in der Schule dann lernen wir, ja, Glaube ist, wenn du glaubst, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. И в школе мы учим, что вера — это когда ты веришь, что Oder Иисус Glaube ist, родился. wenn du glaubst, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat. Или же веришь в то, что Господь сделал мир за 7 дней. Aber mein Verständnis von Glauben heute ist anders. Но мое понятие веры другое. Glaube ist wie meine Wi-Fi-Verbindung Вера — это как Wi-Fi соединение, oder mein 5G. или же мой 5. Und über diese Verbindung И с помощью этого соединения habe ich Zugang zu einer ganz großen Welt von Informationen у меня есть соединение к огромной информации, und Baupläne. а также деревья. Und meine Frau holt die Kochrezepte. Или же, например, рецепты для готовки. Ja, darum geht es mir so gut, Поэтому мне так хорошо. weil sie immer gute Rezepte herunterlädt. Потому что она все время скачивает хорошие рецепты. Und Glauben verbindet mir mit allen Ressourcen Gottes. И вера соединяет меня со всеми ресурсами Господа. Es ist wie meine Fähigkeit, von ihm etwas zu empfangen. Это как возможность получить что-то от Него. Und es hat wenig mit meiner Schriftkenntnis, И неважно, насколько я могу also это im написать, theologischen Sinne, насколько я грамотно пишу, aber es hat mit meiner Gottesbild zu tun. но важно то, насколько я верю. Je besser ich Gott kenne, Насколько глубже я знаю Господа, je größer wird meine Glaube. настолько больше будет моя вера. Wenn ich merke, wie er meine Sünde nicht gegen mich hält, Когда я знаю, что Он мои грехи не променяет против меня, wenn ich merke, dass er mich befreit hat von all meiner Scham когда я знаю, что Он освободит меня от und всех моих Schuld, вины и грехов, über die Fehler meiner Vergangenheit забудет ошибки моего прошлого, und dass er mich brauchen will, andere Leute eine Freude zu machen.
и что мы ему нужны так же, как и он нам, Da wird mein Glauben größer. тогда моя вера будет еще больше. Und das ist wie wenn die Bandbreite besser wird. И именно там будет лучше. Das Internet ist schneller. Интернет намного быстрее. Und weißt du, wie das ist? Wenn du eine schlechte Verbindung hast, geht es ewig lang, dein kurzeste TikTok-Video anzuschauen. И знаешь, когда мало интернета, то ты загружаешь очень долго что-то. Aber wenn du eine gute Verbindung hast, geht das ruckzuck und hast einen ganzen Film. Но когда соединение хорошее, то ты можешь смотреть весь фильм. Und so ist es mit dem Glauben, wenn deine Glaubensverbindung klein ist, Когда твоя вера маленькая, dann musst du manchmal länger und hartnäckig beten. то тебе надо молиться намного дольше, Der Download geht langsam. потому что скачивания идет мало. Aber wenn du sehr vieles gesehen hast von Gottes Güte, Но если ты видел очень много от Господа, du hast eine größere Bandbreite у тебя намного быстрее скорость. und du betest ganz kurz И ты можешь помолиться лишь ненадолго, und Sachen passieren so. и вещи случаются сразу. Wie wir da gesehen haben mit den Schulterheilung. Как мы там видели с исцелением Ja. плеч. Ja. Im Namen Jesus sei geheilt und sofort wurde er geheilt. Во имя Иисуса исцелись, и он был исцелен. Und wir haben das gesehen seit 2022. И мы это видели с 2022 года. Ja, mit Ausnahme von 2 Menschen sind alle mit Schulterheilung, die zu uns gekommen sind geheilt geworden. Все люди, у которых были проблемы с плечами, были исцелены. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich selber zweimal eine Schulterheilung brauchte. Может, потому что я сам ломал плечи. Und ich habe das heute erzählt, wie eine Tür von Bitterkeit in mein Herz offen war. И я сегодня рассказал, как открылась дверь злобы в этот Ich момент. bin vom Bike geflogen, weil ich nicht im Einklang war mit Gott. Я упал с своего велосипеда, потому что не был с Господом. Und ich musste ausharren über Monaten, diesen Schmerz aushalten und gleich sagen, Gott, ich vertraue auf dich. И мне надо было с этой болью понять, что я верю в Господа. Ich lasse mich nicht emerieren, И я никогда больше не röntgen, больше не буду это делать. nicht operieren. Никогда не буду Ich оперировать. vertraue, dass du mein Arzt bist, das mal. Я верю, что ты мой врач. Und heute haben wir den Sieg über diese Krankheit. И Oder сегодня можем Gebrechen. победить эти болезни. Okay, es braucht Glauben. То есть нужна вера. Okay, es braucht die Möglichkeit zu lernen. Нужна также возможность учить. Der Modell Jesus war, er macht etwas vor, die Jünger schauten zu, dann machten sie ihm nach. У Иисуса было так, что Он что-то делал, Его последователи смотрели, потом повторяли. Wie ein gutes Schweizer Lehrsystem. Lernen durch Nachahmen. Как в Швейцарии обучение, учить с помощью дел. Und leider fällt es auch sehr oft in die Ausbildung von unseren Vätern. И это также может быть обучение через наши ошибки. 80% von der Zeit geht es darum, die Bibel zu studieren. 80% времени мы учим Библию. Und wir denken, ja, vielleicht, wenn jemand genug die Bibel studiert hat, können wir ihnen vielleicht noch ein bisschen Vollmacht geben, in einer Gemeinde irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Если кто-то изучил Библию, может быть, ему можно дать Aber wir haben ответственность. gesehen, Jesus rief seine Jünger und hat sie sofort Vollmacht gegeben. Но на самом деле Иисус сразу их выделял и давал им власть. Und dann wussten sie, jedes Mal, wo er etwas tut, müssen sie gut zuschauen, wie nachher müssen sie es selber machen. И они знали, что они должны смотреть, что делает Иисус, чтобы это повторить. Und so lehren wir auch. И именно так мы тоже учим. Das habe ich mit Dario, mit Beat, mit Tamara, habe ich alles so gemacht. Это делала вся команда. Mach's einmal vor, Сделай это на людях. im Namen Jesus, Schulter sei geheilt. Во имя Иисуса исцелись плечо. Und das nächste Mal ist jemand anderes daran. И потом в следующий раз кто-то еще. Und es gibt ein faszinierendes Beispiel davon im Leben von Jesus und seinen Jüngern. И было очень много примеров. Jesus wurde einmal gerufen, für ein Mädchen zu beten. Иисуса позвали молиться за одну девочку. Und aus irgendwelchen Gründen war Jesus ein bisschen langsam И из-за некоторых причин Иисус был auf медлен dem Weg dorthin, на пути к этому. wurde abgelehnt von einer blutflüssigen Frau. Его остановила одна женщина. Und inzwischen stirbt das Kind. И в это время умерла девочка. Jesus geht trotzdem dorthin. Иисус все равно пришел. Und das Mädchen heißt, wir wissen ihren Namen nicht, sie war die Tochter von Jairus. Мы не знаем имя этой девочки.
Okay? Aber als Jesus bei ihr war, Но когда Иисус был с ней, hat alle, die da waren, zum Weinen und zum Nachtrauen, die professionelle Traugemeinschaft, все люди начали плакать. hat rausgeschickt Он их всех выгнал. und dann hat gesagt, Talita Kumi. И тогда он сказал Талита Куми. Und das bedeutet, kleines Mädchen, steh auf. И это означает маленькая девочка, встань. Das ist Markus 5, wie Max wo schreibt. Okay. Das muss man Und in der Apostelgeschichte И в истории от апостолов starb eine Jüngerin in einer Stadt namens Joppa, starb eine junge Frau. умерла молодая женщина, Und sie war ein Nachfolger Jesus. и она верила в Иисуса. Und ihr Name war Tabitha. Ее имя было Табита. Табита. Okay. Petrus geht dorthin. Петр пошел туда. Alle, die am Heulen waren, Те, которые были там, были плакали. raus mit euch. Он их выгнал. So wie Jesus das getan hat. То есть так, как сделал это Иисус. Er hat es genau gleich gemacht. Alle gehen raus. Все прочь. Und dann was sagt er? И что он сказал? Tabitha, steh auf. Tabitha Kumi. Тагита Куми, встань, маленькая, встань. Jesus hat gesagt, Talita Kumi. Иисус сказал Талита Куми. Und Petrus sagt, Tabitha Kumi. Петр сказал Талита Куми. Er ändert nur einen Buchstaben. Он изменился лишь одну букву. Und die Ergebnisse waren das gleich. Но свидетельства были те же. Sie wurde wieder zum Leben erweckt. Она стала к жизни. Also, mach's einfach Jesus nach. Просто делай так же, как Иисус. Studier, wie er was getan hat. Изучай то, что он сделал, Und kopiere ihn einfach. и просто скопируй его. Und noch besser, wenn du die Chance hast, mit jemand unterwegs zu sein, der diese Gabe hat. И очень важно, когда ты с кем-то, кто уже это делал, Schau zu просто смотри на это und mach's ihm nach. и повторяй. It's very, very simple. Ну, довольно просто. Okay. Da wirst du schon lernen, welche Buchstaben du ändern musst. Das kommt dann schon mit der Zeit. И потом можешь изменять уже буквы. Du musst nicht das Gefühl haben von Anfang an, То есть тебе не надо уже с самого начала, dass du alleine mit einer prophetischen Gabe oder so etwas einfach empfangen kannst. Alles, wie man was macht. ожидать, что ты будешь делать все правильно. Weißt du, diesen berühmten Satz, Jesus tat nur, was er der Vater tun soll. Иисус делает только то, что говорил ему Отец. Mach meine Augen zu. Я закрою свои глаза, Ich sehe nichts. я ничего не вижу. Ist nicht meine Gabe. Это не мои власти. Ich kopiere Jesus. Я копирую Иисуса Ich kopiere Max. или копирую Макса. Oder andere Vorbilder. Или же другие примеры. Und meine Frau und ich haben Vorbilder ausgesucht. И я нашел Es gab eine Zeit, wo bei jeder Gelegenheit haben wir einen Mann Gottes zu uns eingeladen. Bleib bei uns eine Woche. Bleib bei uns über Nacht. Мы позвали человека, чтобы он остался нас ночевать. Und wenn ein Mann oder Frau Gottes uns gerufen hat, И когда кто-то нас звал приночевать, kannst du da helfen? можешь ли ты помочь? Haben wir es sofort getan, Мы это делали ohne zu fragen. без вопросов. Und so ist es bis heute. И так это до сих пор. Wenn der Asi mich ruft, Когда меня зовет Ази, dann versuche ich dort zu sein. тогда я пробую быть там. Weil sie ist für mich ein Vorbild im Glauben. Потому что она для меня пример веры. Wie sie ihr Glaube mit Jesus lebt und wie sie einen Impact hat mit Menschen. Как она верует и делает это для людей. Ich will das nachahmen. Я Ich will тоже diese хочу. Freude haben, die sie hat, diese positive Attitude. Я хочу иметь эту радость, которая у нее есть. Also wir brauchen Vorbilder, die wir nachahmen können. То есть нам нужны примеры, которым можно следовать. In unser christliches Leben В нашей жизни und христиан, besonders im Heilung. а также в исцелении. Also, dann gibt es so 5 Prinzipien dann von diesem Moment, wo es abgeht. Есть примерно 5 принципов которые на данный момент, Was braucht es? в которые нуждаемся мы. Zuerst eine erwartungsvolle Begegnung. То есть для начала ожидание. Wenn ich irgendwo reise in Asien oder Afrika, Когда я путешествовал в Африке и Азии, sprechen sie mich immer an mit dem Titel Apostel oder Mann Gottes. мы не всегда говорили словами Господа. Und für uns Europäer ist das ganz schräg, unangenehm, komisch. Для нас это, может быть, было неприятно. Und für uns Briten, die einen kolonialen Hintergrund haben, ist es noch unangenehmer. И так как это было словно колония для нас, это Aber очень es ist неприятно. ein biblisches Prinzip.
Но это библейский принцип. Wie wir einen Mensch empfangen, Когда мы получаем человека, bestimmt, was wir von ihnen empfangen können. можно выбирать, что мы получаем от этого человека. Ich kann nicht sagen, ja, Max, ich will das, was du hast, aber mit dir will ich nicht reden. Не могу сказать, что Макс, Oder Gemeinschaft haben. я хочу иметь то, что ты хочешь, но я хочу с тобой разговаривать. Aber ich will diese Salbung auf dein Leben haben. Я хочу иметь влияние на твою жизнь. Oder kannst du beten für mich? Или же можешь помолиться за меня. Nein, ich muss den Mensch empfangen Я должен получить человека und ihn ehren. и с ним пожениться. Mit all seinen Kanten und Ecken. С его недостатками. Er hat keine, darum ist es so einfach mit ihm als Beispiel. Ja? Oder? Aber dann kann ich von ihm etwas Geistliches empfangen. И тогда я могу получить что-то от него духовное. Also das heißt, im Heilung ist es genau gleich. И в исцелении то же самое. Meine Frau und ich haben einmal so erlebt, wir hatten eine Einladung, nach Jordanien zu gehen. У нас было приглашение в Йорданию. Wir haben eine Serie für uns organisiert. Мы организовали себе серию. Und da waren Missionare, die trainiert wurden, in die arabische Welt auszugehen. И там были миссионеры, которые были научены идти в эти страны. Und dann wollten sie alle wissen, an welchem Abend wir was predigen. И они хотели знать, что мы проповедуем каждый вечер. Sie wollten wissen, ob sie das schon wissen, Они хотели знать, ob sie die Zeit nehmen wollen für uns. чтобы понять, хотят ли они это делать. In dieser Reise ist sehr wenig passiert. И очень мало случилось в это путешествие. Ich gehe an einen anderen Ort Я пошел в другое место, und die Leute empfangen mich и другие люди увидели und меня, ehren, was ich trage. Видели, что я делал, Und es passieren Zeichen und Wunder. и случались чудеса. Ich will das nicht sagen, es geht nicht um mich. Es geht um dieses Prinzip von Ehre, die etwas freisetzt. Очень важно свободно относиться к тому, что происходит. Ich habe genug Ecken und Kanten. У меня довольно-таки много недостатков. Du kannst meine Frau fragen. Можно спросить мою жену. Für ihr ist es manchmal schwierig, weil sie kennt meine Ecken und Kanten. Для нее может быть это сложно, потому что она Und знает ich мои strahle da und sie недостатки. sagt, ja. Aber es geht nicht um mich. Но речь идет не обо мне. Der Herr braucht Arbeit in seinem Erntefeld. Господу нужна работа, Und er nimmt die einfach, die er kann. и Он берет тех, кого знает. It's more important to be available than to be perfect. Es ist wichtiger, Gott zur Verfügung zu stehen, als alles beieinander zu haben. Очень важно быть доступным, чем быть идеальным. Wir müssen Männer Gottes empfangen, Нам надо получать от Господа erwartungsvoll. и ожидать это. Okay, das Zweite, die es braucht, И второе, что нужно, ist ausreichender Glaube. это вера. Okay? Und Glaube, habe ich gesagt, wurde immer ausgedruckt, also Jesus hat es immer kommentiert. О вере Иисус все время говорил. Und er konnte es sehen, weil es wurde immer ausgedruckt in Handlungen. Он все время видел это в отношениях. Das beste Beispiel war die 4 Freunde, die ihr gelähmte Freund getragen haben. Например, хороший пример про людей, Und sogar ein Dach aufgerissen hatten. которые, Ein Dach. Die haben den Dach ausgerissen. люди, которые раздирали крышу, Um Platz zu machen, dass sie könnten ihr Freund zu Jesus bringen. чтобы принести своего друга. Und dieser Mann war, in diesem Moment war es ihm so peinlich. И с этим человеком случилось что-то неприятное. Ja, wegen mir Из-за меня. ist dieser Haus ruiniert. Этот дом изничтожился. Und jetzt bin ich voll da im Rampenlicht. Voll, alle schauen auf mich. И все смотрят на меня. Da ist Jesus, er lobt über mich, er wird ganz böse auf mich jetzt sein. На меня смотрит Иисус, Он должен быть на меня зол. Ich habe seinen Gottesdienst unterbrochen. Oder meine Freunde. Я предал своих друзей, может быть. Aber Jesus sah der Glaube seiner Freunde und sagt, Но вера его друзей сказала, junger Mann, молодой мужчина, deine Sünden sind dir vergeben. твои грехи прощены. Ich überspringe diese Diskussion mit den Pharisäern, Я пропущу эту дискуссию с фарисеей, die nicht glauben, dass Jesus diese Vollmacht hatte, Sünde zu vergeben, aber er hat gesagt, steh auf und geh heim. Он сказал, встань и иди. Und dieser Mann konnte aufstehen und gehen. И этот человек встал и пошел. Okay, ausreichender Glaube. Безмежная вера. Und wenn
wenn du zu wenig Glauben hast, dann ist es gut, wenn du Freunde hast. Если у тебя не хватает веры, очень важно иметь друзей. Ich glaube, es sind ein paar Leute da, ihr sind eingeladen von jemandem heute Abend. Есть люди, которые пригласили другие люди. Ihr seid da nicht wegen der Glaube von euch selbst, sondern der Glaube von der eingeladen hat. Ist das so? Может быть, вы пришли от веры других Gott людей. wird euch berühren heute Abend. Wegen der Glaube von euch, der dich eingeladen hat, aber auch von dem Glauben, die jetzt in euch entstanden ist. Amen? Okay. So, manchmal ist es so, du willst jemanden einladen in einen Gottesdienst und die Person hat keine Zeit, keine Lust und so. Hey, manchmal darfst du hartnäckig sein. Иногда ты приглашаешь человека, у которого нет времени на это. Du musst nicht von allen Leuten, die alle Zeit gemocht sein. Ты не должен приглашать всех, у кого только есть время. Du darfst sie ein bisschen motivieren. Ты можешь их немножко мотивировать. Du darfst sie tragen auf ihrem Bett. Ты можешь их забирать с кровати. Du darfst die Tür Ты можешь einstürzen. стучаться в двери. Aber bring diese Person zu Jesus, Но принеси этого человека к Иисусу, damit sie geheilt werden kann. чтобы она могла быть исцеленной. Okay. Dann braucht es manchmal Körperkontakt. Also Иногда нужно контакт. fast immer hören wir, dass Jesus die Hand aufgelegt hat Можно часто услышать, что Иисус клал руки на людей und heilt ihnen. и исцелял их. Die Jünger haben die Hand aufgelegt. Последователи тоже ложили руки на людей. Irgendwie hat das mit diesem Zusammenhang zwischen materieller und geistlicher Welt. То есть это какое-то соединение с материальным и духовным миром. Körperkontakt ist der Regel. Телесный контакт тоже правило. Es gibt ein paar Ausnahmen, Fernheilungen, Например, есть исключение дальнее исцеление. aber wir glauben in Hand auflegen, weil das ist biblisch. Но мы верим в Mehrheitlich. телесный контакт. Dann viertens gibt es auch Symbol der Salbung. Символ der Sammlung. Symbols of anointing, Symbole von Salbung. Also Gegenstände. Öl, Wasser, Tücher. Также есть символы. Also im Post-Catholic Europe, in postkatholischen Europa, В католической Европе haben wir Probleme mit Symbolen. у нас довольно-таки проблема с символами. Wir denken, das ist religiös. Мы думаем, что это слишком религия. Oder wegen dem Einsatz von Symbolen in Rituale der Heiden. Или, может быть, влияние In символов Hexerei zum Beispiel. в ведьмичестве. Aber Symbole sind ganz biblisch. Но символы довольно-таки библейские. Die Jünger haben mit Öl Menschen gesalbt. Последователи исцеляли людей с помощью масла. Öl ist ein Symbol der Heilung. То есть масло – символ исцеления. Symbol Brot und Wein sind zentral in unser Glauben. А символ хлеба и вина центральный в нашей вере. Das Kreuz ist ein Symbol, das sehr viel Kraft hat. Крест – символ, который имеет огромную силу. Die Schlange auf der bronzenen Stab war ein Symbol, die zur Heilung führt. Это символ, который ведет к исцелению. Okay. Es ist manchmal ein Element. Eine besondere Kategorie von Handlungen, die Glauben ausdrücken, sind Taten des Gehorsams. Еще одно очень важное – Taten von, wenn ich jemand gehorche. Wenn ich dir sage, geh hin und wasche deine Hände und du das machst, dann bist du gehorsam. Когда мы кому-то приказываем что-то, Jesus hat einer blinde Mann Schlamm in die Augen und nachher gesagt, geh hin und wasch dich. Иисус однажды приказал человеку пойти помыть свой глаз. Und erst als er das getan hat, konnte er sehen. И после того, как он это сделал, он начал видеть. Wenn er das nicht getan hat, wäre er einfach nach Hause gegangen und hat immer noch Schlamm in den Augen. Если бы он этого не сделал, он бы перестал бы видеть. Naaman, der Syrier. Naaman war ein General aus Syrien. Один генерал из Сирии. Und er kam zu dem Prophet Elisa. Пришел к пророку Элиза. Er war hautkrank, er war leprös. У него была болезнь кожи. Und er wollte Heilung. Und Elisa kam gar nicht aus dem Haus. Или сказал, не захотел выходить вообще из дома. Und er sagt, geh und bade 7-mal im Fluss Jordans. И он сказал, выйди и искупайся 7 раз в озере Йодас.
Er war eigentlich der General, der Oberste der syrischen Streitkräfte. У него это был самый важный генерал в Сирии, Und er war beleidigt. и ему надо было... Und er fing an zu futtern und zu sagen, ja, ich dachte, der Mann Gottes kommt aus sein Haus und er hebt seine Hände. Он думал, что он просто выйдет из своего дома и поднимет руки, Das ist ein dreckiger Fluss. но это грязная речка. Dreckige Flüsse haben wir zu genügend in Syrien. Но слишком достаточно грязных речек. Er wollte nach Hause gehen, er wäre krank nach Hause gegangen. Он захотел пойти домой, пошел домой. Aber seine Diener haben ihm beredet, gesagt, probier's doch, wir sind schon da, probier's doch. Но он все равно захотел попробовать. Okay, das ist eine wichtige Geschichte, Это очень важная история, weil Jesus hat es erwähnt bei seinem Misserfolg in Nazareth. потому что Иисус был впечатлен своим... Also das heißt, als er die Leute heilen wollte und niemand Heilung wollte, niemand wollte etwas von Jesus empfangen, История в Назарете, когда Иисус хотел помочь, но никто не захотел. weil sie kannten Jesus als kleiner Knabe. Мы знаем Иисуса как с маленького мальчика. Sie ehrten ihn nicht in seine neue Identität und neue Rolle. Они не верили в его новую миссию. Und Jesus erwähnt diese Geschichte. И Иисус это впечатлило. Also manchmal ist es wichtig, dass du bereit bist, Иногда важно быть das zu tun, was ein Mann Gottes dir sagt. готовым делать то, что тебе приказывает Господь. Ich will nicht weiter über das sprechen, einfach es ist eine Herzenshaltung. Я не хочу говорить про это дальше, это очень важно. Es ist anders als mangelnder Glaube. Это очень важно на уровне веры. Es ist ein bisschen Stolz, was da mitschwingt. Может быть, это может быть гордыней. Ich weiß, wie es geht. Я знаю, как это делается. Niemand hat mir etwas zu sagen. Никто не может мне что-то сказать. Gott kann mich heilen, wenn er will. Господь может меня исцелить тогда, когда Он хочет. Solche Leute kommen in Gottesdienste. Некоторые люди приходят так. Die Musik ist zu laut, Музыка слишком zu leislich. тихая, слишком резкая. Dies oder jenes passt ihnen nicht. Это здесь не подходит. Dann kommen sie mit Problemen, Они приходят с проблемами. wollen Seelsorge und du sagst, was du tun solltest. И ты говоришь им, что они должны делать. Und sie haben alle Grund, warum das nicht möglich ist, das zu tun. И они говорят тебе, почему это невозможно сделать. Und ihr Leben ändert sich nicht. И их жизнь не изменяется. In die Bibel finden wir immer wieder, В Библии можно найти все время. dass es sehr wichtig ist, dass wir gehorsam sind Снова и снова увидеть, что мы должны повиноваться. und dass wir genau zuhören, И что мы должны внимательно слушать. wenn ein Mann oder eine Frau Gottes uns Anweisungen gibt für unser Leben. Когда нам кто-то говорит, что нам делать. Und wegen Missbrauch haben wir Mühe mit diesen Themen. И иногда у нас слишком тяжело слушать такие Wie темы. können wir wissen, ob jemand ein Mann Gottes ist, dem wir vertrauen können? Как мы можем знать, что человек от Господа? Как можем Also верить ему? ein gutes Beispiel ist Mose, Например, Моисей, ein mächtiger Mann Gottes. очень влиятельный человек Господа. Er war gut gebildet, Он er hatte eine gute Ausbildung in Ägypten. был хорошо образован, Aber er suchte diese Rolle als Befreier gar nicht. но он не искал эту роль освободителя. Er wollte keine Karriere als Religiöser machen. Он не хотел никакой карьеры в религии. Aber Gott hat ihn berufen. Но Господь сказал ему, Und wegen seiner Sünde, и из-за своих грехов er hat einen Mann umgebracht. он убил человека. Und er war jahrelang in die Isolation. И он был многие годы в Hat er sogar изоляции. gestottert. Hat er gestottert? He could not speak so well. Ага. Он начал заикаться, Okay. Wegen das wollte er diesen Job gar nicht. и именно из-за этого он не хотел эту работу. Aber Gott hat ihn berufen Но Господь его призвал und eingesetzt. и назначил ему работу. Und die Bibel sagt, dass er war die demütigste Mensch der Welt. И в Библии сказано, что это был самый храбрый человек. Er hörte Gott. Он слышал Господа, Er schafft zusammen mit seinem Bruder im Team zusammen. он работал со своим братом в команде. Leute, die im Team arbeiten, ist gesund. Люди, которые работают в команде, здоровые. Okay, aber er war demütig. Meek, what's meek is, Max? Но он Sanftmütig, das ist das Wort, das ich suchte. Sanftmut. Sanftmut ist ein bisschen anders als Demut. Meekness in Englisch. Ja, Sanftmut ist es einfach. Он не хотел работать. Es ist
Er drängte sich nicht auf. То есть он не мог себя раскрыть. Er nimmt lieber die Schuld auf sich. Он хотел взять на себя вину. Er setzt sich ein für sein Volk. Он мог стать за свой народ. Als Gott dieses Volk zerstören wollte, Когда Господь захотел уничтожить этот народ, sagte, nein, Gott mich zuerst töten. он сказал, нет, убей сначала меня. Okay. So eine Art Mensch brauchst du oder kannst du vertrauen. Именно таким людям можно верить. Ein sanftmütiger. Именно мягким людям можно верить. Okay, genug zu diesem Thema. Also das sind die 5. You're doing so great. Yes, he's doing great. Come on. Ja. Wir sind so eine gute Christ. Ein gutes Team. Heute Morgen haben wir uns erst kennengelernt. Сегодня утром мы друг другом познакомились. And we're in such a good flow together now. И потом Okay, also, wir haben Zeugnisse gehört мы услышали про свидетельство. und wir haben ein bisschen Lehr gehabt. Мы нас научили. Now's the time to experience it. Jetzt geht es darum, das zu erleben. Время практики. Und